So, wir schauen jetzt mal zu Isabel Finzel. Die ist gerade aktuell nicht ab, sondern gerade aktuell in Kenia. Und warum ist sie da? Weil sie den Wirtschaftsminister begleitet auf dieser Auslandsreise. Und auch der ist ja quasi im Wahlkampfmodus. Hat ihn denn der Wahlkampf auch dort im fernen Kenia eingeholt? Erstmal, Thomas, muss man sagen, diese Reise, die ist schon länger geplant gewesen. Die ist auch schon vor dem Ampelbruch geplant gewesen. Hier findet heute ein deutsch-afrikanischer Wirtschaftsgipfel statt. Aber natürlich gibt es Robert Habeck jetzt noch einmal die Möglichkeit, Bilder zu produzieren, wie er als Vizekanzler und Wirtschaftsminister auf Reisen ist. Die Grünen haben ihn ja zu ihrem Kanzlerkandidaten gemacht, auch wenn, muss man dazu sagen, die Grünen in Umfragen aktuell ja meilenweit noch vom Kanzleramt entfernt liegen. Ja, klar ist, der Wahlkampf, der ist in vollem Gange. Ich habe gestern mit Wirtschaftsminister Robert Habeck sprechen können, habe ihn auf Aussagen angesprochen von Franziska Brandner, der neuen Grünen-Chefin. Die hat nämlich am Wochenende deutlich gemacht, dass sie größere Schnittmengen aktuell mit der Union in der Ukraine-Politik sieht, als mit dem aktuellen Koalitionspartner der SPD. Ich habe Robert Habeck gefragt, ob er das genauso sieht. Er wollte sich zwar die Worte von Franziska Brandner nicht zu eigen machen, aber er hat sehr deutliche Worte gefunden, hat unter anderem gesagt, man solle sich nicht vor Putin in den Staub werfen. Also sehr deutliche Kritik auch, die zu hören waren an der Ukraine-Politik des eigenen Koalitionspartners der SPD. Ja, interessant auch, dass sich Friedrich Merz heute geäußert hat und auch gesagt hat, dass er Gemeinsamkeiten sieht mit den Grünen in der Ukraine- und Sicherheitspolitik. Gleichzeitig hat er aber auch die Wirtschaftspolitik von Robert Habeck und der Grünen deutlich kritisiert. Also da merkt man schon, es gibt erste Anbandlungsversuche zwischen Grünen und Union. Gleichzeitig aber ist natürlich der Wahlkampf in vollem Gange und die Union will sich natürlich auch Koalitionsmöglichkeiten offen halten, um am Ende auch bessere Verhandlungspositionen zu haben. Isabel, recht vielen Dank nach Kenia.